und herzlich willkommen zum ersten Update hier aus der Brickworld im Oktober. Und heute, denke ich, machen wir einfach mal da weiter, wo wir im September aufgehört haben. Das heißt, wir werden heute direkt am Bahnhof nochmal weiterarbeiten. Ich hatte das letzte Mal richtig Lust bekommen, da weiterzuarbeiten, und Marktplatz Lücken füllen ist natürlich auch im Oktober angesagt, aber da habe ich noch nicht ganz die Idee raus, wie ich jetzt weitermachen möchte. Deshalb machen wir heute in diesem Update hier am Bahnhof weiter. Das heißt, hier in dem Bereich möchte ich vor allem ein bisschen weiterarbeiten. Es wird sicherlich einiges Fassade dazukommen, auch ein paar andere Sachen. Vielleicht gehen wir auch hier vorne schon im Übergang zum Bahnsteig über. Da muss ich mal schauen, was sich da heute alles so anbietet. Aber ich denke, dass Bahnhof heute als Thema eine ganz gute Idee ist. Bleibt gerne dran. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch, und bleibt dabei. Kleiner Blick auf eine Bestellung zwischendurch. Das hier sind ungefähr 1600, 1700 neue Steine für die Brickworld. Ist jetzt nicht der Sache wert, jetzt extra ein Video für zu machen. Ich wollte es nur mal kurz mit in diesem Video zeigen. Unter anderem sind hier 12 Fahrräder, wobei ich da schon mal was reklamieren muss. Und ich hatte auch extra noch eins in Magenta bestellt. Das ist jetzt aber in Rot gekommen, wo man ja schauen muss, die Preise für Magenta-Fahrräder sind deutlich höher als in anderen Farben. Da habe ich das mal reklamiert. Mal schauen, was da jetzt zurückkommt. Ansonsten seht ihr hier einiges an Steinen, auch eben für den Bahnhof, wie die ganzen Fensterrahmen, die ich nachbestellt habe, Scheiben. Dann seht ihr sehr viele Steine auch in anderen Farben, vor allem so pink, rosa, rot. Ich habe einfach ein paar Steine mitbestellt, die relativ günstig waren, und ich vor allem jetzt mal ein bisschen mehr Farbe, auch wenn ich im Innenraum des Bahnhofs weiterarbeite, möchte ich auch mal ein bisschen mehr Farbe noch mit reinbringen. Daher habe ich noch ein paar andere Farben, die jetzt noch nicht so oft in der Brickworld vorkommen, mit bestellt. Ansonsten haben wir hier noch einen Stickerbogen, den schiebe ich mal etwas mehr in den Fokus. Habe ich mir überlegt, dass ich den vielleicht nutzen kann für den geplanten Geldtransporter, der noch vor der Bank kommt. Und ansonsten geht es jetzt gleich weiter mit dem Bauen hier in der Brickworld. Wie ihr sehen könnt, geht es hier wieder gut voran. Nicht nur, dass ich jetzt hier nochmal die Baseplate verlängert habe bis vorne an die Gleise. Hier ist auch noch eine weitere Straßenlaterne hinzugekommen. Die ist am neuen Modul, also am Anführungsstrichen neuen Modul. Das ist nämlich das hier natürlich, das bisher noch keine Verkabelung hatte. Jetzt ist die Verkabelung zum allerersten Mal drin, damit es hier jetzt eben auch eine Straßenlaterne gibt. Ihr seht aber auch, dass jetzt hier ein Loch in der Wand ist, die wir eigentlich schon das letzte Mal gebaut hatten. Und zwar greife ich jetzt hier eine Sache auf, die mindestens 1, 2 Leute im letzten Video in die Kommentare geschrieben haben. Und zwar, ob man das Ganze hier nicht auch unter anderem als Anlieferungszone nutzen könnte für die Läden im Bahnhof. Und es ist tatsächlich gar keine schlechte Idee, sondern eigentlich sogar eine sehr gute Idee. Und deshalb versuche ich jetzt hier noch einen Seiteneingang reinzubauen. Das passt von der Position sehr, sehr gut zur Wand, die dann ungefähr hier ist von den Geschäften. Das heißt, hier kann man locker gut reinfahren. Ich senke hier gerade den Bordstein ab, wie ihr sehen könnt, damit man eben hier gut hochfahren kann. Und dann müssen wir hier drin dann im nächsten Modul auch noch eine Rampe bauen. Das sollte aber kein großes Problem sein. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Dann können wir hier nämlich, hier darf dann keiner parken natürlich, dann können hier die ganzen Fahrzeuge parken, die eben hier Sachen anliefern. Dann machen wir die Straße einfach ein ganzes Stück breiter, wenn dann hier der nächste Tisch dran kommt. Und dann sollte das hier super als Anlieferungszone funktionieren. Da können dann auch kleinere LKWs stehen, die einfach Sachen anliefern. Und ich denke, das ist eine ganz gute Lösung und bringt hier auch nochmal eine Sache rein, die man natürlich storytechnisch ausbauen kann. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um das noch einzubauen, weil jetzt natürlich die Wand des Bahnhofs noch gut umgebaut werden kann. So, ihr seht, dass jetzt hier einiges passiert ist, denn der Zugang, der neue, mit der Rampe, der ist fertig. Ich habe jetzt hier die Rampe im Inneren des Hauses sozusagen fortgeführt in Dark Bluish Grey. Das liegt hier tatsächlich einfach nur drin, ist ein bisschen beweglich, aber durch die ganze Konstruktion außenrum ist es gar nicht möglich, dass das hier rausgeht. Ich habe eine von diesen Doppeltüren benutzt, die es jetzt auch kürzlich öfters im Pick-a-Brick-Wall gab. Und dahinter habe ich jetzt einfach mal angefangen, nur testweise den eigentlichen Fußboden zu machen, einfach um ein bisschen zu sehen, wie das wirkt. Ich habe noch eine Lampe eingebaut, weil es doch arg dunkel da drin war, und jetzt auch hier oben drüber gebaut. Und ihr seht, ich finde es eigentlich ganz nett. Es ist eine gute Idee gewesen, die ich jetzt auch umgesetzt habe, und ich glaube, das bringt hier nochmal ein bisschen Leben in die ganze Geschichte rein. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter an der Front bauen, dann gehen wir hier drüber Richtung Gleise, und da werden wir heute auch noch ein bisschen bauen, denke ich. Aber jetzt geht es erstmal hier an der Front weiter. Schaut euch mal das ganze Chaos hier an. Hier stehen überall Kisten mit Steinen. Auf dem Boden ist alles voll damit. Hier außen um die Baustelle herum, die Gleise sind voll damit. Aber ich komme gut voran, finde ich. Ihr seht, dass ich jetzt hier bis auf diese Höhe die ganze Front fertig habe, inklusive der Scheiben.
Der Gehweg ist gepflastert und ich habe auch jetzt hier angefangen, den Übergang hoch zum Bahnsteig zu machen, weil hier fängt ja der Bahnsteig an. Seht ihr ja da hinten schon das andere Ende. Ist auch noch eine Sache, die ein bisschen Arbeit brauchen wird. Vor allem, da muss ja auch noch überdacht werden. Aber das ist ein Thema, das machen wir auf jeden Fall nicht heute. Auf jeden Fall haben wir hier einen Übergang. Ich habe jetzt hier mich dafür entschieden, nur eine kleine Treppe hinzumachen. Ist ja eh nur so ein kleiner Nebeneingang, Aufgang oder wie auch immer man es nennen möchte. Das ist ja auch nicht wichtig, dass das hier irgendwie nochmal barrierefrei ist. Denn das da hinten ist ja eigentlich auch kein Weg, der jetzt die Menschen groß benutzen sollen. Dann ist, wie gesagt, die Anlieferungszone. Deshalb ist auch der Gehweg relativ schmal hier gehalten. Während er zum Beispiel hier vorne deutlich breiter ist, jetzt wo das Gerüst steht. Ohne das Gerüst wäre es natürlich auch für die Fußgänger breiter. Ist alles Absicht, dass es relativ schmal ist, passt auch dann jetzt hier gut mit der Einfahrt, mit der Auffahrt oder wie man es nennen möchte. Und ja, es fügt sich jetzt auch hier alles zusammen. Jetzt sind wir hier einmal außen rum um den Bahnhof und kommen jetzt hier wieder an den Bahnsteig. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen weiter bauen. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall das untere Geschoss, die Außenfassade auf die Höhe bringen, die eben das erste Geschoss ist. Das heißt, wir bauen hier noch ein bisschen Fassade dazu. Und vielleicht komme ich auch hier noch ein bisschen dazu, ein bisschen zu schauen, wie ich hier jetzt richtig den Übergang mache zum Bahnsteig. Ich sehe, ich habe jetzt schon ein bisschen Struktur reingebracht, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Ich habe diese roten, uralten Zaunelemente, ich glaube, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Dachte ich mir, die passen hier ganz gut hin, um das so ein bisschen abzusperren. Und Rot ist ja eh die Farbe, die in der ganzen Stadt genutzt wird, auch im Bahnhof für eben, da hinten seht ihr es, für die Bänke als auch für die Mülleimer. Hier habe ich auch nochmal einen hingestellt und ich glaube, das passt dann farblich ganz gut dahin. Ich baue weiter und wir schauen es uns dann gleich nochmal zusammen an. Und hier seht ihr das Endergebnis für ein heute etwas kostspieligeres Update, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich, denn wir haben jetzt hier unten im Erdgeschoss die komplette Front hier auf der linken Seite durchgezogen. Hier ist noch einige Steine reingeflossen. Ich habe jetzt auch den inneren Bereich soweit mit gleich gebaut, dass die Innenwände auch gleich passen, bringt nämlich zum einen mehr Stabilität in das Ganze und es muss ja eh gemacht werden und dann kann man auch in absehbarer Zeit schauen, was man im Inneren noch macht. Ich gehe mal mit euch ein bisschen runter und ein bisschen näher ran, dann seht ihr nochmal hier, was ich heute alles so geschafft habe. Die Fenster sind drin, hier der Gehweg ist fertig, der Übergang zum Bahnsteig ist angefangen, wir haben eine neue Lampe hier, eine neue Straßenlaterne und hier natürlich den Eingang für unsere Lieferanten. Und ich habe noch dieses Schild hier gefunden, das habe ich jetzt hier noch dran gemacht, fand ich ganz nett, bringt noch mal ein bisschen Farbe in die ganze Geschichte. Und ich muss sagen, mir gefällt es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir haben natürlich einen großen Fortschritt hier am Bahnhof geschafft und auch mit der Beleuchtung sieht es doch auf jeden Fall super aus. Man sieht es natürlich auch von der anderen Seite jetzt nicht so sehr, aber Projekt Bahnhof Fortschritt für den Oktober ist damit schon mal ein ganzes Stück vorangekommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meinen Arbeiten und meinen Ideen haltet. Also zum einen natürlich hier der Zugang für die Lieferanten, dass wir dann hier noch Parkplätze machen. Also ich würde die so machen, dass da die ganzen Fahrzeuge stehen bleiben können. Und wenn dann eben hier demnächst, was heißt demnächst, irgendwann ein weiterer Tisch hinzukommt oder 2 weitere Tische, dann können wir den Rest der Straße natürlich fertig bauen. Ebenso könnt ihr mir gerne auch noch Ideen schreiben, wie immer, für weitere Läden im Bahnhof, denn Läden im Bahnhof werden auch demnächst wieder Thema werden. Vielleicht auch schon diesen Oktober, vielleicht schon diese Woche, weiß ich noch nicht, vielleicht nächste Woche, schauen wir einfach mal. Aber auf jeden Fall seht ihr, dass der Bahnhof, ihr seht es ja ganz selten von dieser Seite, echt Fortschritte macht. Wenn wir jetzt noch hier hinten dieses Stück da im Erdgeschoss bauen, dann haben wir das Erdgeschoss tatsächlich mit der Außenfassade komplett einmal umrundet. Und das ist dann schon mal das ist erstmal ein großer Schritt für die Fertigstellung dieses Projekts, denn dieser Flügel war ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt im alten Layout, eben weil es auch daran lag, dass ich hier drüben schlecht rankam im alten Layout. Und das hat sich dann immer so ein bisschen, ja, mache ich dann irgendwann mal im neuen Layout, mache ich dann irgendwann mal, das irgendwann mal wird halt dann meistens gar nicht. Aber heute ging es glücklicherweise weiter und hier sind wirklich echt viele Steine reingeflossen und ich denke, diesmal sieht man sogar, dass hier viele Steine reingeflossen sind. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier, das war's heute aus der Brickworld. Vielen Dank für all die Abos. Wir nähern uns den 10.000 Abonnenten und den 6.000 Followern auf Instagram. Ich bin gespannt, wann wir die 10.000 knacken und es wird auf jeden Fall ein Special geben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier aus der Brickworld und ich sage nur noch viel Spaß beim selber bauen und tschüss.